Hallo und willkommen bei Brickman, dem Kanal für Klemmbausteine von damals und heute. Diesmal gibt es wieder einen Mock von Leslie. Die waren nämlich so nett und haben mir dieses Set hier zur Verfügung gestellt. Danke an dieser Stelle. Es ist aus der Technik-Rubrik und es ist der Xerion 5000 Tech-Traktor. Der Designer dieses Tech-Traktors war der Rocky 010 406. Es hat ohne Motoren 2794 Teile und mit Motoren 2468 Teile. Also etwas weniger Teile mit Motoren, weil wahrscheinlich dann der Platz, wo der Motor normalerweise sitzen würde, mit anderen Bauteilen aufgefüllt werden will. Und deswegen, so erkläre ich mir das, wird die Version ohne Motor etwas mehr Teile haben. Allerdings muss ich dazu sagen, wenn man das Set ohne den Motor bestellt, versäumt man einiges, denn dieses Set hat ganze 10 Motoren. Ja, wirklich 10 Motoren. Es gibt 2 L-Motoren und 8 M-Motoren in diesem Set. So halt laut Leslie auf der Homepage. Übrigens, die Homepage von Leslie ist überarbeitet worden. Sie haben mir gesagt, sie möchten sich gerne neu aufstellen und möchten in diesem Zuge eben jetzt mir ein Set zur Verfügung stellen, damit ich für Sie ein wenig Werbung machen kann, was ich hiermit auch sehr gerne tue. Leslie schreibt mir nicht vor, was ich sagen soll. Ich werde ganz unvoreingenommen dieses Set bauen und dann eben mein Kommentar dazu abgeben. Den Xerion 5000 Tech-Traktor gibt es in 3 Farben. Also dieses Set kann man in 3 verschiedenen Farben wählen. Einmal in grün-rot, einmal in rot-grau und einmal in schwarz-schwarz. Warum 2 Farben? Also grün-rot, man muss das bei den Traktoren immer dazu sagen, weil die Felgenfarbe der Traktoren ist sehr wichtig. Es gibt nämlich, wenn ich jetzt zum Beispiel hernehme, den Hersteller John Deere, der hat einen grünen Traktor, aber die Felgen sind gelb. Fendt hingegen hat auch einen grünen Traktor, aber die Felgen sind rot. Das ist sehr wichtig unter den Bauern. Und bei diesem Xerion 5000 Tech-Traktor gibt es eben, wie gesagt, 3 Möglichkeiten. Grün-Rot ist in dem Fall grün die überwiegende Farbe des Traktors, sprich Motorhaube, Kotflügel und so weiter. Und rot sind die Felgen. Dann gibt es eben noch einen roten Traktor mit grauen Felgen und eben dann den schwarzen Traktor mit den schwarzen Felgen. Wie gesagt, ganz wichtig. Die Bauanleitung hierzu kann man sich herunterladen, das ist auch neu, also mir ist es zumindest neu. Die letzten Sets, die ich von Leslie bekommen habe, waren ja mit einem USB-Stick. Da hat man die Bauanleitung dann auf einen USB-Stick gehabt. Diesmal gibt es einen QR-Code und den müssen wir dann abscannen und dann kann man sich das Ganze vom Internet runterladen. Das habe ich schon gemacht. Ich kann das auch kurz herzeigen. Sekunde. So. Zack, da ist er schon. Das Ganze hier hat 192 Seiten. Was witzig ist, sie machen auch Werbung von der Klemmbausteinwelt. Grüße gehen an Olli raus, unbekannterweise. Er wird mich nicht kennen. Und da gibt es noch ein paar Daten dazu zum Traktor. Wie man sieht, 2468 Teile. Eben mit Motorisierung. Eine Länge von 43,5 cm hat das Ganze. Eine Breite von 18,5, Höhe 22,5 und ca. 2 Kilo wiegt das Ganze. Es gibt noch eine Beschreibung dazu. Der Schlepper hat einen Wendekreis von ca. 1 Meter. Das lese ich jetzt hier ab. Da ist es in Englisch. Die Kabine kann um 180 Grad gedreht werden. Die Hydraulik vorne und hinten kann gehoben und abgesenkt werden und wird von separaten M-Motoren angetrieben. Auch die Anbaugeräte werden vorne und hinten von einem M-Motor angetrieben. Hinten gibt es 2 zusätzliche Anschlüsse für Anbaugeräte. Die Hundeganglenkung sowie die Langsamfahrt können auf die Powerfunktion Mode King eingestellt werden. Aha, sind also Mode King Teile dabei. Die Türen der Kabine können geöffnet und geschlossen werden. Es gibt viele Anbaugeräte auf dem Markt, die meistens sind mit diesem Traktor kompatibel. Natürlich werden wir in naher Zukunft auch einige Anbaugeräte für dieses Modell entwickeln. Und dann geht schon los. Power Functions Mode King, wie man sieht. Dann gibt es eine Teileliste, auch sehr schön. Und dann fängt es schon an mit Bauabschnitt. Also Bauabschnitte gibt es da gar nicht, mit Bauschritt
1. Und das geht dann weiter bis Bauschritt 141. Man sieht auch, die ganzen Verkabelungen werden auch hier schön eingezeichnet, wo sie hin müssen dann später. Also das ist erheblich besser als das, was Moleskine meistens in ihren Anleitungen hergibt. Weil da muss man dann immer entweder nach vorblättern oder halt raten, wo die ganzen Kabel hin sollen. Das zur Bauanleitung. Jetzt schauen wir noch schnell in die Kiste rein. Kann man hier öffnen. Zack. Die ist übrigens auch neu. Früher war die ja weiß und hat solche Zeichnungen drauf gehabt. Hier ist übrigens der QR-Code für die Bauanleitung. Hier gibt es ein großes leeres Sackerl mit einem Aufkleber drauf. If a patch appears, please provide the label to the supplier. Tja, also falls irgendein Fehler oder irgendwas Löchriges auftaucht, bitte geben Sie dieses dem Verkäufer. Naja, okay, so machen wir das. Hier drinnen, in diesem kleinen Päckchen hier, gibt es nochmal eine Bauanleitung für diese Teile hier. Und ich habe mir das Ding auch runtergeladen. Und das wird ein LSD-Logo. Ganz witzig eigentlich. So, jetzt schauen wir mal, was wir sonst noch drinnen haben. Hier sind Motoren, Akku und 2 Fernbedienungen, wie man hier sehen kann. Hier ist eine und hier ist noch eine Akkubox. Das ist die 4-Kanal-Akkubox und eben ein ganzer Sack voll Motoren. Sehr schön. Was haben wir hier noch? Bauteile sind schon vorsortiert. Hier sind die Teile, die alle einen 90-Grad-Winkel haben, sind hier vorsortiert. Hier sind vorsortiert zum Beispiel die Liftarme, die nur eine halbe Dicke haben, also die Stärke der Liftarme ist nur eine halbe. Hier gibt es ein paar Platten und wie heißt es denn? Ein Röhrig. Was haben wir hier? Ein Modul. Was ist hier drinnen? Habe ich jetzt mein Messer hier in der Nähe? Oh nein, ich habe mein Messer nicht hier. Aha, das sieht man schon durchlugen. Noch eine Fernbedienung anscheinend und noch eine Akkubox. Interessant. Hier sind ein paar Rahmen drinnen. Hier Kleinteile, Lampen und so weiter. Was haben wir noch? Felgen, Reifen braucht man natürlich auch. Und alles schön in Zip-Beuteln vorsortiert. Ja, das freut mich. Das freut mich tatsächlich. Hier sind dann noch Zahnräder und alles schön vorsortiert. Super. Fliesen auch vorsortiert. Das ist schön. Das macht Laune. Da weiß man gleich, wo man hingreifen kann. Okay, gut. Ich werde das jetzt mal vorsortieren und lege dann gleich los mit Bauschritt 1. Und wenn es etwas zu berichten gibt, werde ich mich wieder melden. Bis dann. Die ersten 28 Bauschritte sind beendet. Gebaut habe ich das Frontteil inklusive Fronthubwerk des Xerion und ein LSD-Logo habe ich noch gebaut mit Ständer hinten dabei. Lustige Sache. Das war nämlich hier in dieser Extratüte, die ich hergezeigt habe schon beim Unboxing. Aber zum Frontteil. Hier geht es schon voll zur Sache. 3 M-Motoren sind hier übereinander eingebaut worden. Da sieht man den obersten, da unten lugt der unterste vor und hier sieht man auch den mittleren hervorschauen, da auf dieser Seite nicht. Es ist verkleidet worden mit ganz normalen Bricks und der obere Motor, weiß ich schon, was der macht. Der betätigt nämlich über diese Umlenkung hier diesen Linearaktuator, diesen kleinen, und der bewirkt, dass das Hubwerk auf und ab betätigt werden kann. Der untere Motor hier, da sieht man schon, da gibt es eine kleine Vorrichtung hier. Die bewirkt nämlich, dass dieses Gelenk hier, das dann hier reingeht zum Motor, quasi als also eine Zapfwelle, so heißt es ja genau, hergenommen werden kann. Und durch diese Vorrichtung hier geht diese Zapfwelle immer mit dem Hubwerk rauf und runter. Also die
schwenkt hier nicht irgendwo in der Gegend rum, sondern ist immer dort, wo man sie sucht und auch gleich finden kann. Dazu hat man hier auch noch ein kleines Stückchen freilassen, kann man hier mit einer Kreuzachse dann rein und dann können die Geräte, die hier an der Front angebaut werden, über diese Zapfwelle hier bedient werden. Tolle Sache, finde ich gut. Der mittlere Motor, der weiß ich noch nicht, was der tut. Der hat hier nämlich diesen Ausgang mit diesem Zahnrad, das ist dann mit dem oberen verbunden und sonst nichts. Keine Ahnung, vielleicht kommt da noch ein Fake-Motor dazu, dass der vielleicht oben noch einen Fake-Motor mitlaufen lässt. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir werden es noch sehen und herausfinden. Im Großen und Ganzen, wie gesagt, die ersten 28 Schritte geht es schon ordentlich zur Sache. Ich kann auch schon einiges zur Bauteilqualität sagen. Die ist gut, mehr aber auch nicht. Sie ist nicht sehr gut, also Mold King Bauteile sind es nicht. Aber sie sind, wie gesagt, einigermaßen okay. Also es passt. Es gibt hier eigentlich nichts zu beanstanden. Die Pins könnten ein wenig besser sein. Sie halten nicht so schlecht. Aber so wie die neuen Mold King Pins sind sie nicht. Also da habe ich schon bessere gesehen. Was auch noch ist, diese 1x8er Fliese hier, die wird von 4 ein Drittel, ich glaube ein Drittel Pin gehalten. Und wenn man da leicht ankommt, ja, fällt schon alles runter. Also das hält nicht so gut. Das sind hier diese schwarzen, man sieht es hier, 1/4 oder ein Drittel. Das hält so mäßig. Einen kleinen Trick gibt es hier, wenn man hier zwischen diesen Pins und dieser Fliese ein kleines Stück Folie reingibt. Kann Frischhaltefolie sein, kann auch von der Folie der Verpackung der Bauteile sein. Dann klemmt man das inzwischen und dann hält das auch relativ gut. So fällt es halt leider sehr leicht ab. Das ist das Einzige, was ich zu bekritteln hätte. Ansonsten, wie gesagt, Bauteilqualität ist gut. Es ist nirgends etwas übermäßig zerkratzt. Ein paar Fingerabdrücke habe ich hier drauf, aber sonst, wie man sieht, passt's. Farbabweichungen halten sich auch in Grenzen und die Liftarme sind gut, sind in einer guten Qualität. So, das war der erste Zwischenbericht. Jetzt geht es weiter mit Bauschritt 29. Der Bauschritt 45 ist nun beendet. Gebaut habe ich die Vorderachse, die Antriebsmotoren sind hinten dazu gekommen. Am Rahmen habe ich weitergebaut und der Akku ist drauf gekommen. Gebraucht habe ich für diese knappe 18 Schritte, sind allerdings ein wenig mehr, weil es ja noch Unterschritte gibt, aber 18 große Schritte. 2 Stunden 15 Minuten circa. Was ich auch noch vergessen habe, ich habe beim ersten Mal vergessen, die Teileanzahl anzugeben, die ich hier verbaut habe. Das hole ich jetzt hiermit nach. Also die ersten 28 Bauschritte habe ich 190 Teile verbaut und zwischen dem 28. und dem 45. Bauschritt habe ich jetzt 415 Teile verbaut. Also da sieht man schon, da geht schon was weiter. Kommen wir nun ins Detail. Was ist genau passiert? Zum einen, ich fange gleich an bei der Achse. Das ist eine relativ simple Konstruktion, wie man hier sehen kann. Sie wird mit vielen kleinen Teilen, die mit 90 Grad Winkel versehen sind, gebaut. Ein wenig verstärkt. Schauen wir mal, ob sie das Gewicht dann am Ende aushalten. Ja, es geht. Also wenn ich hier versuche, die Achse zu biegen, dann tut sich hier nichts. Also sie ist stabil, das passt schon. Was allerdings ist, sie hatte am Anfang, wenn man jetzt von vorne, schauen wir uns lieber von hinten an, geht es besser, sie hatte nämlich ein wenig die Möglichkeit zu pendeln. Etwas mehr als hier. Das hier ist leider schon alles. Normal haben Traktoren entweder gefederte Vorderachsen oder sie sind pendelnd gelagert. Hier ist es auch pendelnd gelagert, aber leider, man sieht es, wirklich sehr gering nur, der Pendeleffekt. Der war am Anfang höher und wurde jetzt durch diese Konstruktion hier unten, durch diesen Rahmen eingeschränkt. Und jetzt steht es dann unten an beim Pendeln. Ja, wahrscheinlich ist es so, dass wenn er mehr pendeln würde, würde er dann beim Einlenken immer an der Karosserie dann mit den Rädern anstehen, anstreifen. Keine Differentialsperren, für einen Traktor auch nicht gerade gut,
aber durch die schmale Bauweise, also wirklich sehr schmal, geht sich keine Differentialsperre aus. Ist ein wenig schade, aber ja, ich akzeptiere es. Die Lenkung für die Achse ist ein wenig kompliziert geraten. Jetzt weiß ich auch, wozu der mittlere Motor von den dreien, die ich am Anfang gezeigt habe, da ist. Der ist für die Lenkung da. Das ist hier dieses Zahnrad, dieses nämlich, das wird dann hier nach oben gelenkt und an die Seite mit diesem Grauen. Also oben seitlich. Und dann kommen wir hier auf dieses Schneckenzahnrad, das dann wiederum auf das große Graue hier unten, ja, jetzt sieht man es ein wenig, da meine ich, das große Graue hier, greift. Und dieses große Graue ist mit einem Arm verbunden, dieser hier, das geht von der Mitte vom Zahnrad bis hierher und der greift dann hier auf die Spurstange, nennt sich das. Diese Stange hier meine ich, die dann links mit rechts verbindet. Und wenn ich dann den Motor hier vorne betätige ich dann hier dieses Schneckenzahnrad, das dann wieder das Große antreibt. Und dann das Große hat ja diesen einen Arm, der mit der Lenkstange hier verbunden ist und der bewegt dann das Ganze hin und her. Also es ist kein Servo hier zum Lenken eingebaut, sondern ein kleiner M-Motor. Wird wahrscheinlich eine Zeit lang dauern, bis er dann nach links und nach rechts ausschwenken kann. Das geht mit einem Servo natürlich bedeutend schneller. Aber ein Traktor hat ja Zeit normalerweise, bis er weiterkommt und bis er mal lenken soll. Also sollte das eigentlich funktionieren. Aber, jetzt kommt das große Aber, der Antrieb hier, der hat, wie man sieht, zwei L-Motoren. Zeige ich von unten. So, die zwei L-Motoren, die greifen hier auf diese zwei Zahnräder, die dann auf das mittlere zusammengefasst werden und dann gehen die direkt drauf aufs Differential, das man hier jetzt leider sehr schlecht sieht. Ein bisschen sieht man es hier drunter. Und was sagt uns das? Es gibt eine ja, fast 1:1 Übersetzung an die angetriebene Vorderachse. Das heißt, der wird, meine Vermutung jetzt, wahnsinnig schnell sein, der Traktor. Ob das jetzt gut ist, weiß ich nicht. Vor allem, wenn ich jetzt so eine langsame Lenkung hier habe, da bin ich jetzt ein wenig am Zweifeln. Aber wir werden es dann am Schluss sehen, wie gut er sich fährt. Aber meine Vermutung geht dahin, dass er zu schnell fahren wird für einen Traktor und noch zusätzlich zu langsame Lenkbewegungen ausführen kann. Tja, warten wir es ab. Vielleicht täusche ich mich ja. Was ist noch dazu gekommen? Hier der Akku, der wird oben drauf gesetzt. Kabelführung ist einigermaßen hergezeigt worden im Bauplan, das passt schon. Hier habe ich die Kabelführung ein wenig verändert, weil die wollten, dass man weiter nach vorne das Kabel verlegt, aber dann würde ich hier wahrscheinlich manchmal mit dem großen Zahnrad für die Lenkung hier anstoßen mit dem Kabel. Und jetzt habe ich es eben so verlegt, dass ich, sieht man es, hier hinter dem Achsverbinder hier rauskomme. Sie wollten, dass man vor dem Achsverbinder rauskommt und ich habe es aber dahinter gemacht, eben wegen dieser Lenkproblematik, wegen dieser Zahnrad-Lenkproblematik. Gut, so viel mal zu diesem Teil. Vorne ist ein wenig Beleuchtung dazugekommen, seitlich noch Begrenzungsleuchten. Das ist auch noch eine kleine Versteifung hier und hier. Ja. Okay, das wär's mal. Bis Bauschritt 45 machen wir jetzt weiter mit dem 46. Der Bauschritt 47 ist beendet. Gebaut habe ich mehr oder weniger das Heck des Xerion 5000, die Hinterachse, die Lenkung für die Hinterachse, das Hubwerk und darunter ist noch ein Motor für die Zapfwelle dazugekommen. Gebraucht habe ich dafür gute 1¾ Stunden, 40 einzelne Schritte waren es und 290 Bauteile habe ich hier verbaut. Schauen wir kurz ins Detail, was ist passiert. Wie gesagt, der hintere Rahmen ist passiert. Der wird jetzt dann an das Vorderteil angeschlossen. Die hintere Achse ist auch schon dabei. Sie ist lenkbar. Und jetzt kann ich auch zeigen, was ich vorher gemeint habe bei der Vorderachslenkung. Die ist nämlich im Prinzip gleich aufgebaut wie die hintere. Es wird hier der Antrieb dann sein für den Motor der Lenkung. Und wenn ich jetzt hier daran drehe,
dann sieht man, dass ich mittels diesem Schneckenzahnrad hier das Große antreibe. Wenn ich jetzt so drehe, sieht man, wie das Ganze hier lenken kann. Ups, jetzt habe ich das verloren. Nochmal kurz zum Demonstrieren. Einmal in diese Richtung lenken. Da steht er dann aber schon an, weil hier eine Lenkbegrenzung ist, Lenkwegbegrenzung. Und hier auch dasselbe, hier wird er da begrenzt. Aber so ungefähr lenkt das Ganze dann. Relativ simpel aufgebaut. Die hintere Achse ist starr, die ist auch bei echten Traktoren starr, also da kann nichts pendeln. Wäre ja auch blöd, wenn die Hinterachse auch pendelt, dann würde das Oberteil des Traktors dann immer hin und her pendeln. Also da bräuchte man sonst eine Federung. Also das passt schon. Der Antrieb geht hier rein für die Hinterachse, wird hier einmal umgelenkt nach oben und geht dann zum Differential, was man hier nicht sieht, weil es komplett verbaut ist. Aber ich kann hier mal dran drehen und dann sieht man schon. Ich drehe relativ langsam und man sieht, wie schnell das der schon dreht. Also, ich ahne Schlimmstes. Dass der wahrscheinlich uns oder mir um die Ohren flitzen wird. Tja, was gibt es noch? Hier ist dann der Antrieb für das Hubwerk hinten. Da wird hier dann irgendwann oder irgendwie ein Motor angeschlossen. Der wird das Ganze hier drehen. Dann kommt eine Umlenkung auf diesen Linearaktuator. Der ist dann mit einer Achse verbunden. Zu diesem wahrscheinlich, so nehme ich an. Und das Ganze kann man dann heben und senken. So wird das Ganze sein. Und hier drunter befindet sich wieder eine Zapfwelle, die mit der Hydraulik dann mitschwenkt, wie man schön sehen kann, hier mit diesem Gelenk. Und angetrieben wird sie extra mit diesem Motor. Der ist quasi kopfüber eingebaut. Finde ich gut. Es ist wirklich ganz wenig Platz nur oben zum Differential in der Mitte. Aber es geht sich alles wunderbar aus. Schön kompakt gebaut. Macht richtig Laune, das Ganze zum Bauen. Ist wirklich toll, muss ich sagen. Echt eine tolle Geschichte. Hier auch wieder das Kabel ganz knapp am Zahnrad vorbei. Aber ich denke mal, wenn man es richtig macht, wird es schon so liegen bleiben, damit es nicht anstreift beim Zahnrad. Gut, so viel dazu. Jetzt wird dann quasi das Ganze verheiratet miteinander. Das kommt dann ungefähr so dann rein. Und dann wird das Ganze noch hier verbunden, ordentlich. Und schon haben wir die Grundstruktur des Xerion 5000 beieinander. Das war's. Weiter geht's mit Bauabschnitt oder Bauschritt 48. Der Bauschritt 79 ist beendet. Weitergebaut habe ich am Rahmen und die restlichen Motoren sind reingekommen. Gebraucht habe ich dafür knappe 2 Stunden, 32 Bauschritte waren es und 296 Teile wurden hier reingebaut. Schauen wir da kurz ins Detail. Was ist dazugekommen? Zum einen ein Aufstieg, dahinter liegend, man sieht es schon ein wenig, ist ein Akku dazugekommen. Jetzt haben wir schon 2 Akkuboxen dazu. Dann das Heck ist dazugekommen, der Antrieb, hinten das Hubwerk, die restlichen Motoren sind jetzt reingekommen. Ich habe deswegen auch diesen Aufstieg hier noch nicht gebaut, dass ich es noch ein bisschen herzeigen kann. Faszinierend muss ich sagen, dass auf diesen kleinen Teil hier, weil das ist ja nicht wirklich groß, so viel Technik reingekommen ist. Es sind hier wahnwitzige 10 Motoren versteckt. Also das ist echt unglaublich. Fangen wir an zum Zählen. Hier vorne habe ich es schon gezeigt, da sind 3 Motoren übereinander drinnen. Der erste Motor unten ist für die Frontzapfwelle, der zweite Motor hier inzwischen drinnen, der geht hier raus auf diese Zahnräder zur Lenkung, habe ich schon alles erklärt. Und der dritte Motor oben, der ist dann für das Hubwerk vorne zuständig. Dann geht es weiter. Hier ist ein Motor drinnen, man sieht ihn auch hier oben. Dieser Motor hier steuert diesen Zahnkranz dran, der kann sich dann drehen. Das braucht man ja bei dem Xerion, weil der, wenn die Kabine dann oben raufgebaut ist, die kann sich ja leicht anheben und dann um 180 Grad wenden. Und deswegen braucht man eben diesen Motor. Hier, was hier raussteht, das ist ein kleiner Aktuator, so einer wie hier. Der wird von diesem Motor hier drinnen angetrieben. Da lugt er hervor, dieser Motor hier. Dann, dieser Motor ist für die
hintere Hydraulik zuständig. Da geht hier die Welle zurück, geht auf das Zahnrad hier und verteilt sich dann auf diese zwei Zahnräder, und die haben dann eben diese zwei Aktuatoren dann anzutreiben. Wieder runtergefallen. So. Dann haben wir hier, geht drauf, dann haben wir hier drunter die zwei Fahrmotoren. Also die werden tatsächlich zum Fahren benötigt. Die gehen über diese Zahnräder, das habe ich schon erklärt, einmal nach vor und dann hier über eine Welle dann zurück. Und dann werden diese Zahnräder hier, sieht man es auf dem Bild? Ja, hier gibt es einen Winkel, dass man dann auf die Höhe des hinteren Antriebes kommt. Also diese zwei Motoren, wie gesagt, für den Antrieb. Dann haben wir hier unten noch einen Motor drinnen. Es hört nicht auf, es ist unglaublich. Der treibt die Heckzapfwelle an. Das ist im Prinzip das gleiche System wie vorne. Da haben sie das schlau eingebaut, dass beim Heben und Senken des Hubwerks hinten immer das Gelenk für die Zapfwelle mitgeht. Und auf der anderen Seite geht es dann weiter. Hier ist noch ein Motor, der ist zuständig für die Lenkung hinten. Also, zählen wir nochmal durch. 1, 2, 3, dann haben wir da oben 4, 5, 6, 7 da drinnen, plus vorn die 3 sind 10 Motoren. Unglaublich, oder? Es ist echt ein Wahnsinn. Also auf dieses kleine Stück hier, und das ist wahrlich nicht groß. Ich müsste mal schauen. Ja, ich habe ihn in meiner Reichweite. Also überschlagsmäßig, ich messe ihn dann noch genau ab. Mit der Hydraulik, also mit dem Hubwerk vorn und hinten, haben wir knapp 38 cm. Unglaublich, oder? Normal müsste ein Gerät mit 10 Motoren mindestens 50, 60 cm haben. Also was hier geleistet wurde von dem Designer, Hut ab, muss ich sagen, gefällt mir gut. Es macht richtig Spaß, das Ding hier aufzubauen. Es ist eine kleine Herausforderung, weil eben die Pläne auch vom Designer gemacht wurden, die Baupläne. Und das ist natürlich ein ganz anderes Niveau als das, was zum Beispiel von Lego kommt, weil die haben ja da eigene Leute, die die Baupläne wirklich 5-mal überdenken, bis sie den finalen Bauplan dann rausbringen. Er soll ja wirklich von jedem einzelnen Menschen auf der Welt gebaut werden können, das Modell. Und das ist hier natürlich ein wenig anders. Es ist schon eine kleine Herausforderung, man muss schauen, wie er sich das gedacht hat. Manchmal gibt es eine Suche auf dem Bild, wo dieses Teil oder dieser Pin hingekommen ist und solche Sachen. Also es gibt keine wirklichen Detailaufnahmen, dass man dann im Bild noch ein kleines Bild hinmacht, das auf der anderen Seite das Schemata darstellt. Also das gibt es ja nicht, da muss man wirklich ganz genau schauen und alles, ja, dass alles passt am Schluss. Bis jetzt muss ich sagen, bin ich zufrieden. Bauteilqualität ist okay. Man sieht hier oben, ich weiß nicht, ob es geht, da gibt es leichte Farbabweichungen hier bei den Bauteilen. Die Dreierfliese ist in einer anderen Farbe wie die 2x3 ist anders wie die 2x4er. Diese 2x4er hat wieder eine andere Farbe wie diese 2x4er. Also ja, also nicht ganz hundertprozentig. Gobrix-Steine sind es hier, glaube ich, nicht. Und es tut aber dem Ganzen nicht wirklich einen Abbruch. Es macht wirklich Heidenspaß, das Ganze hier zu bauen. Und die ganze Kompaktheit des Modells ist einfach so überwältigend. Es ist wirklich ein Traum. Gut, wir sind jetzt circa bei der Hälfte des Aufbaus angelangt. Technik ist, glaube ich, somit so ziemlich alles verbaut. Da kommt jetzt nicht mehr viel. Der Rest wird jetzt Verkleidung, Kabine kommt dann noch drauf und dann natürlich auch die Räder. Hier kommt noch eine Akkubox her, wie man sieht, hier sind noch ein paar Anschlüsse offen. Und dann ist das Modell auch fertig. Aber erst beim nächsten Mal wird es fertiggestellt. Für dieses Mal werde ich unterbrechen den Aufbau und eben auf das nächste Mal verweisen. Das wird wahrscheinlich nächste Woche dann rauskommen, das Video. Bis dahin wünsche ich noch eine schöne Zeit und alles Gute.